The first storm of the year has passed. Thank God, not too much damage up down here in the south. Up north there was quite a bit of flooding and damage in North Germany. This afternoon or this morning already, coming from France, there's supposed to be a lot of rain coming into South Germany, southwest, and then coming over to us in Bavaria. So I'm out for a quick hunt this morning at the train bridge again, and trying to beat the rain. It's supposed to be pretty heavy rain until tomorrow or late tonight, and they're expecting some flooding because the fields are all wet and they can't hold any more rain. So we'll see. Hopefully it won't get too bad, and we'll see what we can find at the train bridge commission again. Got to carry on. I'm expecting a guest out of Austria this weekend, actually tomorrow, so we'll do a little bit of detecting with him again, and you will see. Look forward to it, and then we'll see where we go detecting with him. Okay, so let's go and carry on and see you on the first find. Ja, dann herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Sondeln in Bayern. Gestern den Sturm haben wir gut überlebt und ja, heute wieder zurück an der Bahnbrücke, da das Wetter wieder besser ist. Der erste Regen ist durch und der erste Sturm, wie gesagt, eben gerade in Englisch gesagt, der kommt von Frankreich rüber, also aus Richtung Westen. Wir sind ja in Ostbayern sozusagen, ziemlich weit in der Nähe von der Grenze zu Tschechien. Also haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, bis der Regen rüberkommt. Und deswegen bin ich heute Morgen mal schnell für eine Tour gegangen. Oder gehe jetzt für eine Tour natürlich. Und hoffe dann den Regen zu entwischen. Weil heute Nachmittag, wie gesagt, soll es ziemlich stark regnen. Heute leider in Norddeutschland ziemlich viele Schäden gewesen, oder gestern vielmehr. Und heute soll es dann halt Südwestdeutschland erwischen, dann rüber zu uns kommen, mit Überschwemmungen vielleicht, weil der Boden keinen Regen mehr halten kann. Und schauen wir mal, hoffentlich wird es nicht so schlimm. Aber jetzt gehen wir erstmal sondeln und dann schauen wir mal. Bis zum ersten Fund. Okay, let's go. Auf geht's. And the first part is a piece of Eine. Hopefully you can hear me. Ja, das erste Fund heute ist ein Stück Eisen. Na gut, hopefully it'll get better than that. Dann wollen wir mal hoffen, dass das besser wird wie diese Fund. Heute noch. Anything still left? No. So, wenn nichts mehr drin ist, kommen wir wieder zu machen. Okay. Dann auf zum nächsten, auf zum nächsten. And the second find isn't much better, but it's my iron ring, pretty heavy too. Also der zweite Fund ist auch nicht besser, aber ist schon mal mein Eisenring. So I've got my iron ring already for today, so it can only get better, hopefully. Dann haben wir schon mal meinen Eisenring, dann kann es ja nur noch besser werden. Okay, auf zum nächsten. And a farming tool. Und dann haben wir hier ein bäuerliches Gerät. And as far as I remember, so viel wie ich weiß und mich daran erinnern kann, this is actually to comb the hair from the cows. Also das hier, glaube ich, war ein Kuhkamm oder sowas zum die Haare durchkämmen. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Könnte auch ein Flachskamm sein. So, there you go. Auf zum nächsten. Oh, wood has dropped out the hole here. This is, you can see the color right there, and looks like a button. Yep. I was talking about it yesterday, didn't I?
Ich habe ja gestern schon gesagt, I'm missing the shield buttons. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich hier diese Schildknöpfe vermisse auf dieser Genehmigung. Und kaum haben wir es ausgesprochen gestern, haben wir heute schon wieder einen. Sehr schön. Even though it's broken again. Natürlich auch leider so kaputt. Okay, what I was saying yesterday, if you remember yesterday where I found the silver coin, I was mentioning because I found a fragment of one. And if you didn't watch it all the way, what you most likely didn't, I talked about these buttons yesterday that I'm missing, that I'm surprised I haven't found any of these on this permission. I mean, considering I've done all the way back to the wood line over there, I came from that end and walked my way up, and I haven't found one. And today is the first one on this permission, so quite happy about that. Ja, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich trotzdem noch meinen Schildknopf gefunden habe hier. Sehr schön. And very nice one too. Und ein sehr schöner natürlich. Okay, auf zur nächsten. And another piece from a spoon or fork. Dann haben wir mal wieder ein Stück von einem Löffel oder einer Gabel. Found a couple of these now here. Also habe jetzt schon ein paar von denen hier gefunden. And it's marked also. Same mark. Hat auch die gleiche Markierung. We're going to do one right there. So, okay, auf zur nächsten. It looks like a beautiful button just popped out. You can see the mark right there. Also da ist jetzt gerade dieser wunderschöne Knopf rausgekommen. And it's complete. Und er ist ganz sehr schön. I love these buttons. Also ich liebe diese Kugelknöpfe. They're very fragile mostly. Sie sind auch sehr zerbrechlich. And they have a beautiful marking on it. It looks like a flower on top. Very nice. Very happy. Let's clean it up a little and then make another picture. Dann machen wir mal kurz sauber. Und noch ein anderes Bild. So, ist dirty, erstmal dreckig. Still on the spade, immer noch auf dem Spaten. It was a little bit deeper than I thought. War ein bisschen tiefer wie gedacht. You can see the mark right there still. Und Sie kann die Markierung auch da sehen. Der nächste Schildbutton. Der nächste Schildknopf. Ja, beautiful. Sehr schön. Cool, sehr schön. Very nice. And it's going to get windy in a minute, also es wird jetzt mal windig, because you see the mist down here. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, dass es so neblig wird. Das ist Regen, der jetzt kommt. So rain is coming. Okay. So they were pretty on time too. It's nearly noon. So we'll see. I'm going to finish the track up and then back down and that'll be it. Ja, dann mache ich jetzt noch hier oben fertig und dann schauen wir mal. Let's see if we find anything else before I'm back at the car. Dann wollen wir hoffen, dass wir noch was finden, bevor ich wieder im Auto bin. Okay, auf zum nächsten. That was it. Didn't find a lot more. Found a little piece of iron still, but that was it. And I think the copper piece down here. And that was all after I found that button. Ja, nach dem Knopf habe ich nur noch ein Stück Kupfer hier gefunden und ein Stück Eisen. Und das war's dann. Okay. Two lovely buttons. Zwei schöne Knöpfe. Shield buttons of course, also zwei schöne Arsenknöpfe oder Schildknöpfe.
It's arsenic bronze, those. Nice copper button, ein schöner Kupferknopf. Part of the cutlery. Ein, modern trash. Ja, dann haben wir noch Eisen, moderne und dann noch vom Besteck. And that was it. Now it's raining. Jetzt wo es regnet, I'll stop. Not because of the rain, but time is up anyway. And because of the rain, of course. Eigentlich nicht wegen des Regen, obwohl doch wegen des Regens und auch weil die Zeit jetzt schon vorbei ist. Yeah, so tomorrow with a guest. The weather's supposed to be improving by tomorrow. So maybe a shower or two, but normally cloudy mix, sunshine maybe for the weekend. So that's going to be good, and we'll do a lot more detecting than what I normally do. So that will be a test for my shoulder anyway. Ja, dann werden wir natürlich auch viel mehr sondeln, wie ich momentan gemacht habe seit meiner OP. Also wird das auch ein Test für die Schulter sein. Und dann schauen wir mal. Okay, so see you tomorrow. Bis morgen. Till then, keep smiling, have fun, enjoy. Und dann denkt dran, immer schön lächeln. Bis dahin und gebt gut auf euch Acht. Und dann sehen wir uns wieder. See you then. Bye bye. Tschüss.